Hallöchen meine Lieben, heute wieder aus meiner Garage und ja, eigentlich wollte ich euch nur mal so ein bisschen was zeigen und zwar, ich hatte immer das Problem, dass jetzt an meinem GTI die Auspuffrohre leider total verdreckt waren und der Vorbesitzer hat ja, die scheinbar nie gereinigt. Und ja, ich habe gemacht und getan, habe gewaschen und gereinigt und irgendwie habe ich die Dinger nie sauber bekommen. Und jetzt allerdings hat sich mal mein Schwiegervater dran gesetzt. Der hat mir heute Morgen gesagt, komm mal her, ich muss dir was zeigen. Ja, mein Hund meldet sich auch. Hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass er die Endrohre mal gereinigt hat. Und zwar aber nur das eine, damit man auch mal so ein bisschen Vorher-Nachher-Ergebnis hat. Also man sieht wirklich, das rechte hier ist ja wirklich schon ziemlich sauber im Gegensatz zum linken. Fällt schon sehr auf. Einziges Problem, also von der Seite sind die schon wieder sehr chromartig. Aber dieser fiese Dreck hier, ja, den bekomme sogar ich nicht weg, beziehungsweise auch nicht mein Schwiegervater. Und wenn man mal hier so lang kratzt, also der, ja, muss sich schon so eingefressen haben, keine Chance. Falls ihr noch Tipps habt, wie ich das vielleicht doch noch wegbekommen kann, dann könnt ihr mir die natürlich gerne in den Kommentaren reinschreiben. Jetzt haben wir nur mal zum Vergleich, das ist einmal das saubere Endrohr. Ja, und das ist das Schmutzige. Also es ist wirklich sehr matt, wie man sieht. Und ja, hier vorne ist auch noch ganz schön viel Ruß. Und wer sich jetzt fragt, wie das Ganze funktioniert, es gibt hierfür eine Polierpaste von natürlich auch ganz unterschiedlichen Marken. Ich möchte jetzt hier keine bevorzugen, denn ich denke, die haben alle irgendwo dieselbe Wirkung. Diese Paste ist dann für Metalle und Edelstahl und wird aufs Endrohr geschmiert und dann natürlich poliert mit einem Lappen. Wenn ihr das so hartnäckig habt wie ich jetzt, dann müsst ihr natürlich auch ein bisschen länger polieren. Viele fragen mich auch oft, womit ich meine Autos reinige. Ja, ich bin jetzt nicht so der Aufbereitungsprofi. Da könnt ihr mal gerne bei dem 83 Mitu vorbeischauen. Der zeigt euch das ein bisschen professioneller. Ich bin ja gerne jemand von diesen Menschen, der Glasreiniger für alles benutzt. Ja, ich putze tatsächlich viel mit Glasreiniger, ob es jetzt im Haus ist oder halt eben am Auto. Das ist so mein Allzweckreiniger. Ich habe mir jetzt aber mal ein paar Produkte gekauft und ich möchte jetzt aber nicht spezielle Produkte bewerben. Das ist einmal ein Insektenreiniger, den man halt vorher ein bisschen so an die Front ran sprüht. Ich habe jetzt mal gestern das Auto ein bisschen sauber gemacht, aber ich kann ja mal ein Foto einblenden, wie das jetzt hier nach meinem Urlaub aussah. Ich war ja im Urlaub und bin ca. 1500 Kilometer gefahren und dann sah das Auto dementsprechend auch wieder so aus. Hatte natürlich hier einen ziemlichen Fliegenfriedhof. Dann sprühe ich halt die Front vorher mit so einem Insektenreiniger ein, lasse den kurz ein paar Sekündchen einwirken, aber es gibt halt immer noch, wenn ich jetzt mal hier ganz nah rankomme, so ein paar Insekten, die sind dann doch noch ganz schön hartnäckig oder auch hier noch so, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, hier so diese Blutflecken der Fliegen. Also die Front sprühe ich vorher ein bisschen mit Insektenreiniger ein. Was siehst du denn? Meine Wachhunde, also man merkt, man kommt hier nicht unbemerkt rein. Wie gesagt, vorher sprühe ich das Ganze so ein bisschen mit Insektenreiniger ein. Hallo Milo. Und lasse das einwirken und danach sprühe ich das einmal ab. Dieser Reiniger ist schon sehr aggressiv und man sollte den jetzt auch nicht zu lange auf dem Lack oder auf den Felgen oder sonst wo lassen. Danach kommt ja einfach Autoshampoo aufs Auto und das Ganze wird halt mit einem Schwamm verrieben. Der gröbste Dreck muss halt eben schon vorher ab sein, denn man sollte den Dreck eben auch nicht mit einem Schwamm noch auf dem Auto verreiben, sonst hat man halt eben Kratzer im Lack. Das ist nicht so toll, deswegen vorher gründlich einmal mit dem Hochdruckreiniger drüber, also vorher mit so einem Insektenentferner oder was auch immer, dann den gröbsten Dreck lösen. Ja, dann nehmt ihr euch einen Waschhandschuh und macht das Ganze ein bisschen in einen Eimer voller Autoshampoo mit Wasser gemischt und dann reibt ihr das ganze Auto einmal ein und dann wieder abbrausen. Ich habe allerdings immer ein Problem mit den Felgen, weil das Licht ist jetzt hier nicht das Optimalste. Ich mache
Die Felgen wirklich blitzeblank, leder die auch ab, beziehungsweise, also ein Ledertuch nimmt man dafür ja nicht mehr heutzutage, sondern ja, das passende Reinigungstuch dann. Ich habe allerdings immer noch so überall Staubreste, die sind jetzt neu, aber so wirklich richtig schwarz werden die Felgen da irgendwie nicht. Und auch hier hinter, ich weiß nicht, wie man das so reinigen kann. Also wenn ihr da noch Tipps habt, auch immer gerne in die Kommis schreiben. Achso, und was ich auch immer noch gerne mache, ist später noch, damit die Reifen schön schwarz aussehen. Also wenn ihr mal euer Auto fotografieren möchtet und ihr möchtet halt eben nicht, dass die Reifen so dreckig aussehen, dann gibt es auch noch so ein Reifenspray. In dem Fall habe ich jetzt so einen Schaum benutzt. Den sprühe ich dann einmal hier komplett um die Reifen. Der Schaum zieht innerhalb einer Minute ein und dann glänzen die Reifen hier förmlich. Also man kann sehen, an der Innenseite habe ich es nicht gemacht, wenn man das erkennen kann. Und hier außen glänzen die halt richtig und sehen richtig schwarz aus. Also wenn ihr mal, wie gesagt, für ein Fotoshooting oder wie auch immer das mal probieren möchtet, kann ich das nur empfehlen. Was ich allerdings sehr gut kann, ist Staubsaugen. Denn ich hasse es, wenn irgendwo Krümel halt im Auto sind. Ja, ich habe jetzt dummerweise den Schlüssel vergessen. Ich finde, ein Auto muss sauber sein, denn ein Auto ist für mich auch wie ein Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer möchte man ja auch keinen Staub und keinen Dreck haben. Und deswegen halte ich das auch sauber. Und deswegen immer gründlich Staubsaugen. Einmal mit so einem Staubtuch über die ganzen Armaturen gehen, dass der ganze Staub da weg ist. Also wie gesagt, ich bin kein Profi-Aufbereiter, aber meine Autos sehen trotzdem immer sauber aus. Egal wo ich hinkomme, ich habe immer das dreckigste Auto. Gleich mal durch die Waschanlage fahren. Ja, eklig. Ich weiß, so langsam wird es echt peinlich. Ich komme ständig mit so saudreckigen Autos zu irgendwelchen Treffen. Natürlich geht es immer noch sauberer, aber irgendwo ja, ist so ein Auto auch ein Gebrauchsgegenstand. Und wenn ich jetzt irgendwie 4 Stunden, was ich früher echt gemacht habe, 4 Stunden an meinem Auto dran bin und putze, danach hat man irgendwie keine Lust mehr, das Auto zu fahren, weil man sich denkt, wofür die ganze Mühe? Und ich will ja mein Auto fahren, deswegen heutzutage versuche ich das immer so schön kurz und knackig zu halten und eben, ja, dass das Auto doch trotzdem noch sehr sauber aussieht. Ich mache auch immer die Einstiege, die solltet ihr auch immer machen. Es gibt ja solche Spezialisten, man sagt immer außen hui in Fui, die fahren das Auto mal gern durch die Waschanlage und machen danach nichts mehr. Und wenn man dann die Tür aufmacht, dann sieht man schon, dass die Leute nicht richtig geputzt haben. Also die Einstiege solltet ihr auch auf jeden Fall immer machen, denn irgendwann setzt sich der Dreck einfach so fest und das sieht dann auch nicht mehr schön aus. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Wie ihr vielleicht schon in ein paar anderen Videos von mir gehört habt, habe ich noch einiges mit dem GTI vor. Zunächst fange ich natürlich an mit dem Auspuffrohr, was noch nicht sauber ist. Wie ihr vielleicht seht, ist das Auto noch ziemlich hoch. Und vor allen Dingen, ich fahre noch Allwetterreifen. Die habe ich aber nicht drauf gemacht, sondern die waren schon drauf. Das Auto war vorher auf einen, wie sagt man, Mietservice zugelassen. Also wird ein Mietwagen gewesen sein und da machen die meisten Leute natürlich Allwetterreifen drauf. Klar denkt sich jetzt jeder Allwetterreifen auf so einem Auto. Ganz meiner Meinung, ich finde es auch total doof. Die kommen auf jeden Fall runter und dann auf jeden Fall soll das Auto noch ein bisschen tiefer, also soll ein bisschen sportlicheres Fahrwerk rein, dass wir halt eben hier ja auch mal ein bisschen Gas geben können, dass ich damit vielleicht auch mal auf die Nordschleife fahren kann, weil so wie das Auto jetzt ist, traue ich mich damit definitiv noch nicht über die Nordschleife. Es macht mir wirklich Angst, schnell damit zu fahren, weil das eben noch nicht so in der Kurve liegt, wie es liegen sollte. Das hat mit Sicherheit auch ganz schön viel mit den Reifen zu tun. Also Allwetterreifen sind einfach beschissen, ne? Allwetterreifen sollen halt gut für jedes Wetter sein, aber die sind nicht gut zum Schnellfahren. Deswegen macht euch bitte keine Allwetterreifen aufs Auto, wenn ihr schnell fahren wollt oder ein bisschen sportlicher unterwegs seid. Da kommen jetzt, wie gesagt, dann ja, ordentliche Sportreifen drauf. Was heißt Sportreifen? Keine Semi-Slicks in dem Sinne, sondern noch normale Sommerreifen, die aber trotzdem etwas mehr Grip haben. Ich möchte gerne auch andere Felgen drauf haben, denn die Felgen sind mir ein bisschen zu klein. Das sind jetzt 18 Zoll. Ich hätte gern 19 Zoll. Und normalerweise wird das bei dem Fahrzeug auch standardmäßig in 19 Zoll ausgeliefert. Ja, hier sind jetzt wahrscheinlich aufgrund dessen, dass es halt ein Mietfahrzeug war, 18 Zoll
drauf. Die Felgen an sich finde ich persönlich ganz schön. Es gibt eigentlich kaum Felgen, die ich schöner an dem Auto finde. Also wenn man sich das mal so von Weitem anguckt, ich finde, die passen schon ganz gut. Aber wenn man neue Felgen drauf packt, möchte man ja auch was Neues, was anders aussieht. Und die lasse ich dann für den Winter. Felgen von OZ, die Ultra Leggera, die fahren ziemlich viele auf ihren Golfs. Aber ich finde die echt gut. Und dann einfach auch in schlicht schwarz. Und dann kommt natürlich auch noch ein individuelles Sophia Clay Design an das Auto ran. Ich habe mir schon was Cooles ausgedacht und das wird jetzt auch bald passieren. Ich werde das Auto bald folieren lassen. Ich kann schon mal so viel verraten, die Grundfarbe wird weiß bleiben. Denn ich wollte ein weißes Auto und das wäre halt blöd, wenn ich es jetzt umfoliere, dann hätte ich mir auch gleich eine andere Farbe holen können. Nein, also die Grundfarbe wird weiß bleiben und ich möchte einfach so ein paar sportliche Akzente so, ja, hinten an der Seite ein bisschen haben. Irgendwo so noch mein Logo drauf, hinten auf der Heckscheibe und auf der Seitenscheibe kommen dann noch so diese ganzen Social Media Geschichten oder halt vielleicht auch hier so hin, fände ich auch nicht schlecht. Wenn ihr noch Ideen habt, also ich habe hier schon meinen Plan zu, aber ich lasse mich ja auch immer wieder gerne neu überraschen, wenn ihr noch eine coole Idee habt bezüglich des GTI, dann könnt ihr mir die auch gerne in die Kommis unten reinschreiben. Ja, Porsche vielleicht noch, der steht momentan ein bisschen alleine rum. Der, ja, fühlt sich ein bisschen einsam und das macht mich auch ganz traurig, denn wir haben einfach seit Wochen nur Regen und ja, was willst du dann mit dem Auto, ne? Hier ist auch einigermaßen sauber, hier und da sind zwar noch so ein paar hartnäckige Fliegen dran vom letzten Mal, aber man will den ja auch nicht echt für jedes Wetter rausholen. Ja, deswegen, der steht jetzt schon ein paar Wochen rum. Autotreffen sind momentan auch nicht so viele, an denen ich teilgenommen habe. Denn ich war jetzt auch lange im Urlaub und arbeite auch momentan ziemlich viel. Und deswegen, ja, armes kleines Baby. Bald führe ich dich aber wieder aus. Zu den Plaketten hier habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich sammle ja jetzt Plaketten. Ich finde das ganz cool, weil man eben sieht, wo das Auto schon überall gewesen ist. Das sind jetzt die Plaketten von der Schweiz. Ich glaube von Slowenien und von Österreich oder andersrum. Ach ja, in Italien war das Auto dieses Jahr auch schon, aber da gibt es ja keine Plaketten. Aber ich finde das irgendwie ganz cool so. Also es hat was, weil man sieht ja nicht oft Autos, die eben so gefahren werden wie dieser hier. Bald kommt noch eine neue Folie dran. Das wird wahrscheinlich Ende des Jahres geschehen. Da habe ich jetzt auch schon so langsam ein Design gefunden, was mir gefällt. Aber ich habe so ein Gefühl, dass sich das noch 10-mal ändern wird. Ich habe dann so eine Farbe oder ein Design, was mir echt gut gefällt. Und 5 Tage später denke ich mir, hey, das gefällt mir noch besser und das ist noch eine coolere Farbe. Aber ich habe mich jetzt auf eine Farbe versteift. Ich möchte es aber euch nicht verraten, denn es soll eine Überraschung bleiben. Also ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, aber wenn es soweit ist, dann werdet ihr es sehen. Ich kann nur so viel versprechen, es wird auf jeden Fall was es so noch nicht gibt, beziehungsweise recht selten. Dann auf jeden Fall werdet ihr natürlich dabei sein, wenn es soweit ist, wenn der Porsche dann eine neue Folie bekommt und natürlich auch, wenn der GTI eine neue Folie bekommt. Da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, ihr euch auch. Und ich mache jetzt so langsam mal Schluss. Ich habe genug gelabert und ich danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann vergesst auch nicht, meinen Channel zu abonnieren, damit ich euch weiter schön zulabern kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.